Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, den evolutionären Algorithmen, und heute geht es um Select Population, diesen Algorithmus hier. Den brauchen wir gerade nicht mehr, deswegen einfach mal drüber. So, was wir machen ist folgendes. Erstmal, es gibt zwei unterschiedliche Methoden hier, die habe ich euch im Prinzip schon gesagt, deswegen gehe ich da nicht mehr so genau drauf ein. Und zwar Population und Children auswählen, also dass ihr aus beiden zusammen auswählt, was die besten Individuen sind und die dann wiederum Kinder generieren lasst und so weiter und so fort. Oder dass ihr nur die Kinder benutzt. Der einzige Unterschied ist dann, dass wenn ihr beide benutzt, dann exploitet ihr sozusagen. Also wenn ihr schon mal eine Richtung gefunden habt, in die gute Ergebnisse gefunden werden, dann verfolgt ihr diese Richtung mit dem Ansatz, wenn ihr beide benutzt, besser. Wohingegen, wenn ihr nur die Kinder nehmt, dann probiert ihr noch ein bisschen mehr aus. Ist ja klar, weil im Prinzip sucht man sich die Besten aus einer kleineren Menge raus. Die beiden zusammen sind eine größere Menge als nur die Kinder alleine. Jetzt denkt man vielleicht, dass beides zusammen benutzen und eine bessere Strategie zu verfolgen, die man schon gefunden hat, vielleicht der beste Ansatz ist. Das Problem ist häufig, dass man in einem sogenannten lokalen Maximum hängen bleibt. Habe ich euch alles schon in den Grundlagen gezeigt. Und das umgeht ihr, indem ihr hin und wieder einfach mal nur die Kinder benutzt. Jetzt noch was zur Select Population. Ihr könnt natürlich einfach nur die Fitness laufen lassen, aber normalerweise möchte man nicht wirklich 1:1 sagen, ich nehme die x Besten, sondern ich nehme die x besten Individuen für meine neue Population mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das liegt dann eben auch daran, dass wir noch ein bisschen explorieren wollen. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht gibt es ja noch was Besseres als unser lokales Maximum. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein globales Maximum, das wir noch nicht gefunden haben. Und deswegen nehmen wir die ganzen, also egal ob ihr jetzt Population und Children nehmt oder ob ihr nur die Kinder nehmt, wir nehmen immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses Individuum. Wenn es halt Pech hat, dann stirbt es halt trotzdem. Ist in der Natur auch so. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Meteorit vom Himmel fällt und mich tötet, dann ja, sei es drum, egal wie fit ich war, gut, ich bin nicht fit, aber egal, egal wie fit ich war, ich werde trotzdem keine Nachkommen dann produzieren können, wenn ich tot bin. Und so ist es halt bei unseren Individuen hier auch. Das heißt, wir wollen jetzt eine Wahrscheinlichkeit definieren, die Wahrscheinlichkeit wieder mal mit P von x abkürzen, also P für Probability. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Individuum x ausgewählt wird aus der Menge von entweder dem hier oder von der Menge aus der Menge von Kindern, dass es eben in die neue Population reingeschrieben wird. Und die Wahrscheinlichkeit, die wir bei der Fitness-Based Selection nehmen, es gibt noch die Ranking-Based Selection und die Tournament Selection, die zeige ich euch dann im nächsten und übernächsten Video. Aber jetzt erstmal die Fitness-Based Selection, die geht folgendermaßen. Dazu wechseln wir mal in das andere Programm. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendein Individuum benutzen, also für die neue Population wählen in unserem Algorithmus Select Pop, den wir hier haben, das ist der folgende. Und zwar, wir nehmen die Anzahl an Kindern, also die Anzahl an Kindern, die wir produziert haben hier, die hier, geteilt durch die Anzahl der Population, die wir gerne hätten. Also die neue Population, wie groß soll die sein? Soll die so groß sein wie die alte, logischerweise? Sonst haben wir immer mehr Hypothesen, wäre ja doof. Okay, und dann berechnen wir die Fitness und teilen sie einfach durch die komplette Fitness von allen. Also wir summieren hier alles wieder auf, damit wir insgesamt eine Wahrscheinlichkeit kriegen und somit zwischen 0 und 1 liegen. Das ist die Fitness-Based Selection. Das heißt, ihr habt dann am Ende eine Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt mein Individuum X wieder verwerte. Und diese Fitness-Funktion, das ist dann normalerweise eure Zielfunktion. Also zum Beispiel könnte man hier nehmen, wie gut ist die Hypothese X, also X und Y sind ja Hypothesen hier jetzt in dem Fall, wie gut funktioniert die Hypothese X auf meinen Trainingsdaten, die ich als Menge gegeben habe. Das wäre dann meine Fitnessfunktion hier, das wäre eine sinnvolle Fitnessfunktion und die berechnet sozusagen, wie gut ist mein X auf diesen ganzen Daten, wie viele Daten werden zum Beispiel richtig klassifiziert. Das teilen wir dann durch insgesamt die Summe davon und dann bekommen wir eben diese Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Hypothese X in meine neue Population übernommen wird. Wunderbar. So, das war die Fitness-Based Selection. Nächstes Mal gibt es die Ranking-Based Selection. Wahrscheinlich machen wir die Tournament Selection direkt noch mit, denn sonst langweile ich euch irgendwann. Okay,
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.